Und darüber möchte ich sprechen mit dem General AD Klaus Wittmann. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Frau Werther. Also, wir wollen über den Vorstoß der Ukraine sprechen. Was kann der bringen? Die Ukraine, ein angegriffenes Land, überall unter Druck an der Front. Jetzt der Angriff auf russisches Territorium. Was ist die Strategie dahinter? Zunächst muss man vorweg sagen, wenn Putin das als Provokation bezeichnet, dann ist das zynisch und fast lächerlich, wenn er Verteidigungsmaßnahmen, die völlig legal sind nach dem Kriegsvölkerrecht, auf diese Weise dann zum Vorwand für weitere Taten nimmt. Ja, und dieser gelungene Handstreich auf die Region Kursk durch reguläre ukrainische Kräfte. Früher waren es ja eher russische Partisanen, die für die Ukraine dort ab und zu aktiv waren, zusätzlich zu den Luftangriffen aus der Ukraine, hat Russland völlig überrumpelt. Und man muss trennen einerseits zwischen den Tatsachen, die wir wissen, etwa 1000 Soldaten, etwa 20 panzerte Fahrzeuge, Luftabwehr auf einer Breite von mindestens 10 Kilometer, etwa 35 bis zu 35 Kilometer eingedrungen und andererseits den Motiven. Darüber hat die Ukraine sich nicht geäußert, aber man kann vieles spekulieren. Einerseits die Initiative zurückgewinnen, die Ausgangsposition für Friedensgespräche verbessern, Putins Autorität beschädigen, dadurch, dass man zeigt, Russland ist auch kein Sanktuarium, eine Pufferzone einrichten, zumindest temporär, sodass russische Abschussvorrichtungen, Militärflugplätze mit ihren scheußlichen Gleitbomben, die Flugzeuge abschießen, auf größeren Abstand von der Grenze gehalten werden. Auf jeden Fall hat die Ukraine hier gezeigt, dass sie das strategische Narrativ auch ändern kann, dass sie ganz andere Dynamik hineinbringen kann. Und nun ist die Frage, bleibt das ein Geniestreich oder geht es am Schluss schief? Aber auf jeden Fall die Hilflosigkeit, mit der die russische Seite reagiert hat. Lass uns über die Reaktionen sprechen. Wladimir Putin, wie reagiert er? Ja, er hat zunächst mal hilflos reagiert und dann wieder empört in seinem ständigen Opfergestus, dass die Ukraine ja nur als Werkzeug der aggressiven NATO gegen Russland kämpft. Und der Gouverneur des Oblasts Kursk, der hat Putin quasi persönlich in die Pflicht genommen, indem er sagte, der Präsident ist voll informiert und hat die Verantwortung. Das kann Putin dann auch auf die Füße fallen. Und es ist auf keinen Fall so, dass die Russen genügend Kräfte in der Gegend haben, um innerhalb von 2 Tagen mit einem solchen Einfall in ihr Land aufzuräumen. Trotzdem könnte genau das passieren, wovor viele Angst hatten, auch viele Menschen hier in Deutschland. Deutsche Panzer werden möglicherweise auf russischem Gebiet eingesetzt. Wäre Deutschland damit kriegsbereit? Man hört, dass Schützenpanzer Marder dabei sind. Da hört man Unterschiedliches. Ich kann nur sagen, Panzer und andere Waffen, die der Ukraine übergeben oder verkauft worden sind, die sind damit ukrainische Waffen. Und jeglicher Einsatz von irgendwelchen Waffen auf dem Gebiet des Aggressors. Aber das war doch ganz lange die Sorge der Politik. Unter anderem Olaf Scholz hatte sich ja auch geäußert. Ja, dagegen habe ich ja an dieser Stelle auch oft genug schon gewettert, dass diese absurden Beschränkungen, die der Ukraine auferlegt werden, von denen der Bundeskanzler sagt, das sind mit der Ukraine verabredete Regelungen, die funktionieren. Dazu kann ich nur sagen, Unsinn. Das sind der Ukraine aufgezwungene Beschränkungen und sie funktionieren nur für Russland. Und deshalb muss man diese Eskalationsangst, die die deutsche Politik beherrscht und die ich nur Selbstabschreckung nennen kann, die muss man endlich überwinden. Und mein Vorschlag, ich habe ihn hier an dieser Stelle schon mehrmals geäußert, wäre, einen 100-Kilometer-Streifen jenseits der ukrainisch-russischen Grenze freizugeben für die Waffenwirkung auf das Gebiet des Aggressors. Damit könnte man nämlich viele dieser Abschüsse, die man mit einer unzureichenden Luftabwehr bekämpft,
von vornherein schon verhindern. Jetzt, das ist Ihr Vorstoß. Es gibt eine Forderung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er fordert auch mit Blick auf den Bundeshaushalt, dass nicht länger die Mittel für Waffen an die Ukraine in die Hand genommen werden, die es im Moment sind, weil diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen. Er sagt, Unterstützung ja, aber wir merken, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Hat er einen Punkt? Ich habe das Gefühl, der sächsische Ministerpräsident will damit Sarah Wagenknecht den Wind aus den Segeln nehmen, die Vorschläge gemacht hat, die eigentlich nur von Russland, von Moskau souffliert sein können. Das will ich Kretschmer nicht unterstellen. Ich habe großen Respekt für ihn als Ministerpräsident, aber in Sachen Ukraine liegt er schon seit langer Zeit gefährlich falsch. Und ich sehe da einen großen Mangel an Empathie für das ukrainische Volk und eine erschütternde Blindheit gegenüber Putins Zielen. Und da bin ich mal mit dem Bundeskanzler einverstanden. Und wenn ich einen Satz zitieren darf, den er in München gesagt hat: Wenn Putin siegte, Zitat, würde der politische und finanzielle Preis, den wir dann zu zahlen hätten, um ein Vielfaches höher sein als alle Kosten unserer Unterstützung der Ukraine heute und in Zukunft. Ende des Zitats unseres Bundeskanzlers. Das sehen die meisten Unionspolitiker auch so. Und insofern ist Kretschmer auch in seiner Partei in dieser Frage ein Außenseiter. Klaus Wittmann, danke schön für das Gespräch. Danke Ihnen.